Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr an Teilelisten für Mocks kommt und welches Upgrade wir unserem Upload-Tool verpasst haben. Hallo und herzlich willkommen bei Snap, dem größten Einzelteile-Shop für Klemmbausteine in Europa. Wir waren fleißig in der Softwareentwicklung für euch und haben unser Teilelisten-Upload-Tool verbessert. Ich habe heute die Ehre, euch das vorzustellen und gehe aber erstmal darauf ein, wo bekomme ich eigentlich eine Teilliste und eine Anleitung für einen Mock her, der mich interessiert. Und dann schauen wir uns zusammen die Änderungen im Tool an. Ich bin jetzt hier auf Rebrickable und wir bekommen tatsächlich doch immer wieder Fragen, wo kriege ich denn jetzt so eine Teilliste? Ihr seht schon, ich bin hier auf dem Reiter Sets, bin ich draufgegangen und hier könnt ihr eben auch nach Lego-Sets suchen, auch alte Sets, die ihr so nicht mehr bekommt und euch da die entsprechende Teileliste laden. Ich oute mich jetzt hier mal als großer Zelda-Fan, vielleicht ist ja jemand von euch auch Fan. Hier gefällt mir jetzt das Set von dem Dekobaum. Das sieht so aus und ihr könnt dann hier unten im Reiter bei Inventory sehen, dass ihr verschiedene Teilelistenformate exportieren könnt. Es gibt einmal die Rebrickable CSV, das wähle ich jetzt hier für dieses Set, aber auch Bricklink XML, Brickstore BSX und so weiter. Interessant da zu wissen ist, dass die XML und das BSX vom Brickstore das im Grunde identisch ist von den Teile-IDs, aber nur minimal anders im Format. Also da ist eigentlich egal, was ihr dann nehmt. Dann schaue ich jetzt noch bei den Mocks, denn tatsächlich der Dekobaum steht schon zu Hause in meiner Vitrine und ich hätte gerne was Passendes dazu. Da suche ich jetzt einmal bei Mocks, was mir gefällt. Es darf jetzt nicht zu groß sein. So eine Landschaft hier oben links ist natürlich sehr schön, aber sprengt da ein bisschen den Rahmen. Der Schika-Turm gefällt mir. Hier seht ihr jetzt auch, in dem Fall ist es ein Mock, der Geld kostet. Also hier muss ich mir dann die Anleitung kaufen. Es gibt aber auch viele kostenlose Mocks und gehe dann jetzt hier wieder beim Inventar und diesmal wähle ich dann das Brickstore BSX Format. So, mit den Teilelisten gehe ich jetzt auf unsere Webseite und navigiere mich zum Teilelisten-Upload-Tool. Da komme ich hin über Einzelteile, dann Teileliste hochladen. Und hier seht ihr jetzt auch nochmal, welche Formate wir unterstützen. Auch hier kommen immer wieder Nachfragen und es sind wirklich die Formate, die hier stehen. Also für Studio unterstützen wir I/O-Dateien, aber auch das CSV-Format, das ihr bekommt, wenn ihr dort als Teileliste exportiert. Bricklink XML, genau, Rebrickable CSV. Also keine Excel-Datei. Genau, und jetzt lade ich beginne mit dem Dekobaum, um euch einmal zu demonstrieren. Wir haben das jetzt so entwickelt, dadurch, dass natürlich beim Rebrickable CSV-Format sind andere IDs hinterlegt als jetzt bei einer Bricklink XML. Und das bedeutet natürlich jetzt hier in dem Fall sind 8,1% schon mal nicht verfügbar. Das entspricht 62 Positionen, die wir auch nicht alternativ ersetzen können. Und dann kann ich hier klicken, Liste herunterladen. Sehe schon, da kommt meine Partlist.csv. Schau einmal rein und ja, sehe jetzt hier in der ersten Zeile, worum handelt es sich, die Part-ID, die Farbe, wie oft man dieses Element benötigt. Und dann sehe ich ganz unten, wir haben insgesamt 63 Zeilen, das heißt, abzüglich der ersten Zeile mit den Strukturdaten, sage ich mal, sind 62 Positionen und das entspricht genau den Fehlteilen, die wir haben. So, dann lade ich jetzt als nächstes meine Teileliste für den Mock hoch, damit ich den Schika-Turm bauen kann. Okay, ich sehe schon, das sieht insgesamt gut aus. Nur 2,7% der Teile, die wir nicht ersetzen können. Ich schaue jetzt einmal durch und wähle die Alternativen ab, die mir nicht passen. Und hier seht ihr auch eine weitere Verbesserung bei uns an der UI. Ihr habt uns ja auch Feedback gegeben, dass es doch nicht ganz trivial war, die Alternativen, die nicht gewünscht sind, abzuwählen. Und es geht weiterhin hier über das Klicken auf der Karte, dass es raus ist. Aber ihr habt jetzt gerade schon gesehen, es gibt auch diesen zusätzlichen Button hier, Alternative abwählen. Den haben wir jetzt eingeführt und ich denke, damit sollte es für alle deutlich sein.
Genau, ich klicke mich jetzt einmal hier durch, wähle alle Alternativen ab, die mir nicht gefallen und ja, exportiere mir dann die Liste mit den Fehlteilen, bekomme das dann im XML-Format zurück, da ich ja auch eine XML hochgeladen habe. Und ja, dann bin ich gleich wieder da. So, ich habe jetzt die Vorschläge der Alternativen durchgeschaut und alle abgewählt und aus dem Warenkorb entfernt, die mir nicht gefallen und das Ganze jetzt als XML exportiert. Das kann ich euch hier einmal zeigen. Das sieht dann so aus, das ist dann eben das Brickstore XML-Format, weil ich eben das auch hochgeladen habe und jetzt kann ich mir die Teileliste aufbewahren und ich persönlich werde jetzt warten, bis Snap Nachschub bekommt und auch neue Elemente, weil ich natürlich meine Steine am liebsten bei Snap auch kaufen möchte. Genau, und dann gebe ich jetzt meine Bestellung auf und bin gleich wieder bei euch. Ja, unter euch gibt es aber nicht nur Mockbauer, sondern auch Designer und da haben wir jetzt eine kleine Besonderheit. Ich zeige euch das einmal an meinem Beispiel Mock. Ich habe hier extra für euch einen Mock entworfen. Ihr seht, er besteht aus einem Stein. Ihr könnt gerne mal tippen, was das sein soll und Daumen hoch für mich als Designerin geben. Hier ist es jetzt so, dass in dieser IO-Datei natürlich auch Informationen über die Positionen der Steine sind und die sind eben nicht relevant, euch das zurückzugeben oder werden von uns ja auch nicht in dem Sinne verarbeitet und deshalb, wenn ich jetzt hier die Teileliste runterlade für die Fehlteile, seht ihr, ich bekomme auch wieder ein CSV-Format, allerdings ein anderes als das vorherige. Und hier ist dann eben die LDRAW-ID enthalten und die LDRAW Color-ID. Und damit könnt ihr dann auch wieder weiterarbeiten und euch die Fehlteile ja, organisieren. Wie gefallen euch die Änderungen? Ich freue mich über euer Feedback und würde mich auch interessieren, ob ihr vielleicht etwas anders programmiert hättet und was ihr euch auch noch als weitere Verbesserung für unseren Teilelisten-Upload wünscht. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück an meinen Arbeitsplatz, um weiter zu programmieren, denn wir wollen euch das Mockbauen in Zukunft noch einfacher machen, indem ihr alles bei Snap aus einer Hand bekommt. Und dafür arbeite ich an der Mock-Plattform. Vielleicht darf ich da auch schon bald mehr zu erzählen. Und wenn ihr generell nichts verpassen wollt über Snap und was hier so die Entwicklungen sind und auch mitgestalten möchtet, dann lohnt es sich auf jeden Fall, uns hier zu abonnieren. Bis bald. Ciao.